Stellen Sie sich vor, es ist das 9. Jahrhundert. Nebel hängt schwer über den Fjorden Norwegens. Plötzlich bricht ein lautloses, schlankes Schiff durch die grauen Wellen. Am Bug ragt ein geschnitzter Drachenkopf empor. Seine Augen glühen wie Feuer im Morgendunst. Innerhalb weniger Schläge der Ruder durchschneidet es das Wasser. Schnell, elegant, beinahe lautlos. Dies ist kein gewöhnliches Schiff. Es ist ein Drakar, das legendäre Langschiff der Wikinger, ein Symbol für Macht, Abenteuer und technische Brillanz. Aber was machte diese Schiffe so besonders? Wie gelang es den Wikingern im sogenannten dunklen Mittelalter, eine Technologie zu entwickeln, die ihrer Zeit um Jahrhunderte voraus war? Heute nehmen wir Sie mit auf eine Reise in die Welt der Schiffsbauer aus dem hohen Norden. Wir werden entdecken, wie Holz, Eisen und menschliche Erfindungskraft zu einem Werkzeug wurden, das nicht nur Kriege gewann, sondern ganze Kontinente verband. Denn ohne den Drakar wären die Wikinger keine Eroberer, keine Entdecker, keine Händler gewesen. Er war das Herz ihrer Kultur, das Rückgrat ihrer Expansion und das Ingenieurswunder, das die Geschichte Europas für immer veränderte. Um die Bedeutung des Drakars zu verstehen, müssen wir die historische Landschaft betrachten, in der er entstand. Das 8. bis 11. Jahrhundert, die sogenannte Wikingerzeit, war eine Epoche voller Umbrüche. Während Europa von inneren Konflikten, dem Zerfall des Frankenreichs und den frühen Phasen der Christianisierung geprägt war, erhoben sich im Norden Gesellschaften, die auf Mobilität, Flexibilität und maritimer Stärke gründeten. Die Wikinger lebten in einer Welt, in der das Meer nicht Barriere, sondern Straße war. Fjorde, Inseln und lange Küstenlinien machten den Schiffsbau zur Lebensader der skandinavischen Kulturen. Schon vor der Wikingerzeit gab es Boote im Norden. Archäologische Funde wie das Nydam-Schiff, 3. Jahrhundert nach Christus, zeigen uns Vorläufer des Langschiffs. Es war aus Eichenholz gefertigt, mit genieteten Planken, ein Hinweis darauf, dass die Grundlagen bereits vorhanden waren. Doch die Wikinger gingen einen entscheidenden Schritt weiter. Sie perfektionierten den Bau in einer Weise, die ihre Schiffe unvergleichlich machte. Sie entwickelten Klinkerbauweise, bei der die Planken überlappend angeordnet und sorgfältig vernietet wurden. Diese Technik machte die Schiffe flexibel und seetüchtig. Sie konnten die Wellen regelrecht reiten, statt von ihnen zerschlagen zu werden. Besonders wichtig war auch die Kombination aus Ruder und Segel. Während frühere Schiffe vor allem durch Muskelkraft bewegt wurden, erlaubte das Segel den Wikingern, große Distanzen schnell und mit weniger Aufwand zu überwinden. Die Bedeutung des Schiffsbaus zeigt sich auch in den Mythen und Sagas. In der Edda wird von Nagelfar berichtet, dem Schiff aus den Nägeln der Toten, das am Ende der Welt fahren soll. Auch im Alltag waren Schiffe mehr als Transportmittel. Sie waren Symbole für Status, Ehre und Gemeinschaft. Ohne den Drakar hätten die Wikinger ihre berühmten Expeditionen nie unternehmen können. Die Überfälle auf die englischen Klöster. Die Gründung von Handelszentren wie Dublin und Haithabu. Die Reisen nach Island, Grönland und sogar nach Nordamerika. Die Expeditionen nach Osten bis zu den Basaren von Byzanz und Bagdad. Jeder dieser Wege begann mit einem Schiff. Jeder Erfolg der Wikinger fußte auf ihrer Fähigkeit, Holz in bewegliche Wunderwerke zu verwandeln. Es waren keine barbarischen Krieger, die blind wüteten. Es waren Gesellschaften mit hochentwickelter Technologie, Organisation und Ingenieurskunst. Die eigentliche Frage lautet also nicht, wie eroberten die Wikinger die Welt, sondern wie bauten sie die Schiffe, die es ihnen ermöglichten. Ein Drakar war mehr als nur ein Schiff. Er war ein Meisterwerk aus Holz, Eisen und Handwerkskunst. Doch wie wurde er gebaut? Welche Materialien nutzten die Wikinger und welche Techniken machten ihre Schiffe so einzigartig? Holz, das Fundament des Schiffes. Das wichtigste Material war Holz. Die Wahl des richtigen Holzes entschied über Leben und Tod.
Eiche galt als besonders widerstandsfähig und wurde bevorzugt für den Kiel und die tragenden Spanten verwendet. Ihre Härte machte das Schiff stabil. Kiefer und Fichte waren leichter und elastischer, ideal für Planken, die sich biegen mussten. Esche und Ulme fanden Verwendung bei Rudern und Mastkonstruktionen. Die Wikinger fällten Bäume nicht einfach nach Belieben. Sie beobachteten die Jahreszeiten, schlugen Holz im Winter, wenn es weniger Saft enthielt und damit haltbarer war. Manche Quellen berichten sogar, dass Schiffsbauer Bäume so auswählten, dass ihre natürliche Biegung perfekt für bestimmte Schiffsteile passte. Klinkerbauweise, das Geheimnis der Flexibilität. Das eigentliche Herzstück der Wikinger-Technologie war die sogenannte Klinkerbauweise. Dabei wurden die Planken des Schiffes nicht Stoß an Stoß, sondern überlappend gelegt. Diese überlappenden Planken wurden mit eisernen Nieten fixiert und mit Pech oder Tierhaaren abgedichtet. Der Effekt war verblüffend. Das Schiff wurde nicht zu einem starren Block, sondern zu einem elastischen Körper, der die Wellen regelrecht mitging. Statt im Sturm zu zerbrechen, schwang der Rumpf mit und absorbierte die Kräfte des Wassers. Ein Chronist des 11. Jahrhunderts beschrieb die Schiffe der Nordmänner als Fische aus Holz, die das Meer so leicht durchpflügten, dass selbst schwere See sie nicht brechen konnte. Der Kiel, die Wirbelsäule des Schiffes. Im Zentrum jedes Drakars lag der Kiel, ein massiver Balken aus Eichenholz, oft über 20 Meter lang. Er war die Wirbelsäule des Schiffes. An ihm wurden Planken, Spanten und Decks befestigt. Die Biegung des Kiels verlieh dem Schiff seine charakteristische, schlanke Form. Dadurch konnte es nicht nur schnell über offene See gleiten, sondern auch in seichten Flüssen manövrieren. Spanten- und Rahmensystem. Auf den Kiel setzten die Schiffsbauer die Spanten, gebogene Hölzer, die den Rumpf formten. Anders als bei späteren europäischen Schiffen waren diese Spanten nicht das Hauptgerüst, sondern eher Verstärkungen. Der eigentliche Halt kam von den Planken selbst, ein weiteres Zeichen für die Einzigartigkeit des Klinkerbaus. Segel und Takelage. Besonders revolutionär war das Segel. Während viele europäische Kulturen zu dieser Zeit kaum Segel nutzten, beherrschten die Wikinger die Kunst perfekt. Das Segel bestand meist aus Leinen oder Wolle, die mit Tierfett und Milch behandelt wurden, um sie wasserdicht zu machen. Es war rechteckig und konnte je nach Windrichtung angepasst werden. Die Farben der Segel, rot, weiß, manchmal gestreift, waren nicht nur praktisch, sondern auch symbolisch. Sie signalisierten Macht, Reichtum und Zugehörigkeit zu einer bestimmten Sippe. Ruder, Kontrolle über die Elemente. Neben dem Segel waren Ruder entscheidend. An den Seiten befanden sich bis zu 60 Ruderplätze, sodass selbst bei windstille Fahrt aufgenommen werden konnte. Ein besonderes Element war das Steuerruder, das sich auf der rechten Seite des Hecks befand, die Steuerbordseite. Dieses Ruder erlaubte eine präzise Kontrolle, die andere Kulturen dieser Zeit kaum kannten. Maße und Geschwindigkeit. Die größten Drakare konnten über 30 Meter lang sein und Platz für 100 Männer bieten. Trotz ihrer Größe waren sie extrem leicht. Experimente mit Rekonstruktionen wie dem Sea Stallion of Glendalough haben gezeigt, dass ein Langschiff Geschwindigkeiten von bis zu 20 Knoten erreichen konnte. Das entspricht etwa 37 Kilometer pro Stunde. Für ein hölzernes Schiff des 9. Jahrhunderts war das eine Sensation, Verzierung und Symbolik. Doch ein Drakkar war nicht nur praktisch, er war auch ein Symbol. Der geschnitzte Drachenkopf am Bug sollte Feinde einschüchtern und böse Geister fernhalten. Jedes Schiff trug die Handschrift seiner Erbauer, Muster, Ornamente, manchmal bemalte Planken. In einer Welt, in der Schiffe Statussymbole waren, galt ein prachtvoll verzierter Drakkar als Ausdruck von Macht und Ehre, Teamarbeit und Handwerkskunst. Der Bau eines Schiffes war eine Gemeinschaftsarbeit. Meisterschiffbauer, in den Sagas oft hoch angesehene Persönlichkeiten, leiteten die Arbeit. Dutzende Männer fällten Bäume, bearbeiteten Holz,
schmiedeten Nägel, webten Segel. Ein Schiff konnte Monate oder Jahre dauern, doch das Ergebnis war mehr als Transportmittel. Es war ein bewegliches Monument, das Ruhm, Macht und Hoffnung in sich trug. Der Drakkar war nicht nur ein Transportmittel, er war vor allem eine Waffe. Ohne ihn wären die gefürchteten Überfälle der Wikinger nicht möglich gewesen. Er war das Rückgrat einer Kriegsführung, die Europa in Schrecken versetzte und die politische Landkarte des frühen Mittelalters veränderte. Blitzangriffe, die Kunst der Überraschung. Das Geheimnis der Wikingerüberfälle lag in ihrer Mobilität. Mit einem Drakkar konnten sie Flüsse hinauffahren, in seichten Buchten landen und plötzlich an Orten auftauchen, die sich sicher wähnten. Ein Chronist aus dem Frankenreich schrieb im 9. Jahrhundert entsetzt: Sie kamen aus dem Nebel, noch bevor wir die Kirchenglocke schlagen konnten. Ihre Schiffe glitten über das Wasser wie Schatten. Diese Fähigkeit, ganze Heere überraschend vor den Toren einer Stadt oder eines Klosters zu landen, machte die Wikinger unberechenbar. Kein anderes Volk konnte so schnell angreifen und ebenso rasch wieder verschwinden. Vielseitigkeit im Einsatz. Ein Drakkar war amphibisch. Er konnte auf hoher See segeln, aber auch flache Flüsse befahren. Während schwere Kriegsschiffe anderer Kulturen in Häfen gebunden waren, legten Wikingerboote direkt am Ufer an. Das ermöglichte Taktiken, die neu und furchteinflößend waren. Direkter Sturm auf Küstenstädte ohne langwierige Belagerungen. Überraschungsangriffe im Landesinneren, da Schiffe Flüsse wie die Seine, Themse oder Rhein hinauffahren konnten. Schnelles Ausweichen, nach einem Überfall verschwanden die Angreifer, bevor eine Armee sie einholen konnte. Geschwindigkeit und Koordination. Ein großer Drakkar konnte mit bis zu 60 Ruderern besetzt sein. Ihre perfekt koordinierte Rudertechnik erlaubte extreme Manövrierfähigkeit. Experimente mit Rekonstruktionen zeigen, dass ein Langschiff innerhalb von Sekunden die Richtung ändern konnte. Ein Vorteil, der es den Wikingern erlaubte, gegnerische Schiffe zu umkreisen oder anzugreifen, noch bevor diese reagieren konnten. Psychologische Wirkung. Nicht zu unterschätzen war die Einschüchterung. Die Drachenköpfe am Bug, die rot-weißen Segel, die im Wind flatterten, das Donnern der Trommeln. All das war Teil einer Inszenierung. Für viele Klosterbrüder oder Dorfbewohner bedeutete der Anblick eines Drakkars am Horizont das sichere Unheil. In angelsächsischen Chroniken heißt es schlicht: Furcht kam über das Land, wenn die Schiffe der Nordmänner gesichtet wurden. Flexibilität in Flotten. Drakkare waren nicht nur einzeln gefährlich, sondern auch in Flottenformationen. Wikingerfürsten führten manchmal Dutzende Schiffe gleichzeitig, die sich in Keilformation aufstellten, um Feinde zu überwältigen. Die Schiffe konnten dabei unterschiedliche Rollen übernehmen: große Langschiffe für den Transport von Kriegern, kleinere Boote für Aufklärung oder schnelle Schläge. Diese Flexibilität machte die Wikinger zu Meistern der Seekriegsführung. Beispiele aus der Geschichte: Überfall auf Lindisfarne 793. Der erste dokumentierte Wikingerangriff, der das christliche Europa erschütterte, war nur durch die Beweglichkeit der Schiffe möglich. Sie erschienen an der Küste Northumbrias, plünderten das Kloster und verschwanden, bevor Hilfe kommen konnte. Seine Fahrten. 9. Jahrhundert. Wikinger drangen mit ihren Drakkaren tief ins Fränkische Reich vor, bis nach Paris. Dort blockierten sie die Stadt, handelten Lösegeld aus und segelten wieder davon. Schlachten gegen angelsächsische Könige. Auch auf offenem Meer bewährten sich die Schiffe. Mit ihren schnellen Manövern umkreisten sie schwerfällige englische Kriegsschiffe und schlugen zu. Mobilität als strategische Waffe. Während andere Armeen Monate für einen Feldzug brauchten, konnten Wikinger innerhalb von Tagen ganze Regionen heimsuchen. Ihre Schiffe waren nicht nur Transportmittel, sondern strategische Waffen. Ein mittelalterlicher Chronist bemerkte bitter: Man weiß nie, wo sie zuschlagen werden, nur, dass sie kommen. Kriegsbeute und Expansion.
Doch der Drakkar war nicht nur Werkzeug der Zerstörung. Er ermöglichte den Wikingern auch, Kolonien und Reiche aufzubauen. In Irland gründeten sie Dublin, eine Stadt, die aus einem Handelshafen entstand. In England etablierten sie das Danelag. In der Normandie schufen sie ein Fürstentum, das später die Geschichte Europas prägen sollte. All das wäre ohne die Flexibilität ihrer Schiffe nicht denkbar gewesen. Das Schiff als Krieger. Man könnte sagen, jeder Drakkar war selbst ein Krieger aus Holz, scharf, flexibel, tödlich. Seine Kraft lag nicht nur in der Zahl der Männer an Bord, sondern in der genialen Konstruktion, die Mobilität, Geschwindigkeit und Schrecken vereinte. So gefürchtet die Drakkare in Kriegen waren, ihre wahre Stärke lag in ihrer Vielseitigkeit. Denn dieselben Schiffe, die Klöster an den Küsten Englands in Schrecken versetzten, verbanden auch Welten durch Handel und Entdeckungen. Der Drakkar als Handelsvehikel. Der Handel war das Rückgrat der Wikingerkultur. Mit ihren Langschiffen transportierten sie Bernstein, Felle, Eisen und Sklaven aus dem Norden in die Metropolen Europas und des Orients. Im Gegenzug brachten sie Silber aus dem Kalifat, Seide aus Byzanz, Wein und Glas aus dem Frankenreich nach Hause. Ein Drakkar konnte, trotz seiner schlanken Form, erstaunlich viel Fracht aufnehmen. Archäologische Berechnungen zeigen, dass ein großes Handelsschiff der Wikinger bis zu 20 Tonnen Ladung tragen konnte. Besonders geeignet waren hierfür nicht nur die extrem langen, schlanken Kriegsdrakkare, sondern auch die sogenannten Knorr-Schiffe. Breitere Varianten, die für den Transport optimiert waren. Doch die Bauweise blieb ähnlich. Leicht, flexibel, seetüchtig. Von Haithabu bis Bagdad. Handelsrouten führten Wikingerhändler von Haithabu in Schleswig über die Nordsee nach England und Irland, weiter nach Island und Grönland und im Osten über Flüsse wie Dnjepr und Wolga bis nach Kiew, Nowgorod und schließlich nach Konstantinopel und Bagdad. Arabische Chronisten wie Ibn Fadlan beschrieben staunend, wie diese Rus genannten Nordmänner mit ihren Schiffen auftauchten, mit Silber handelten und anschließend wieder verschwanden. Jeder dieser Handelszüge wäre ohne Drakkare unmöglich gewesen. Sie waren die Verbindungsadern zwischen Nord und Süd, Ost und West, Kolonisation und Expansion. Doch der Drakkar diente nicht nur dem Austausch von Waren, sondern auch der Expansion. Mit seinen Schiffen gründeten das nordische Volk neue Siedlungen. In Irland entstanden Dublin, Waterford und Limerick, allesamt Häfen, die zunächst als Wikingerstützpunkte dienten. In England legten sie den Grundstein für das Danelag. In Frankreich entstand die Normandie, deren Fürstentum auf Wikingerschiffen herangetragen wurde. Der Drakkar war dabei stets mehr als Transportmittel. Er war die mobile Infrastruktur, die es den Wikingern erlaubte, ihre Kultur über die Küsten Europas hinauszutragen. Island, der Sprung in den Atlantik. Um das Jahr 870 besiedelten Vikinger Island. Ihre Schiffe machten es möglich, dass ganze Familien mit Vieh, Werkzeugen und Vorräten über das offene Meer gebracht wurden. Island wurde nicht nur ein sicherer Hafen, sondern auch ein neuer Handelsstützpunkt. Hier kreuzten sich Wege von Skandinavien, Irland und Grönland. Grönland am Rand der Welt. Etwa 100 Jahre später erreichte Erik der Rote Grönland. Die dort gegründeten Siedlungen überlebten nur dank des maritimen Austauschs mit Island und Norwegen. Drakkare brachten Walross-Elfenbein, Robbenfelle und Polarfuchspelze von den kalten Küsten Grönlands nach Europa. Im Gegenzug lieferten sie Getreide, Eisen und Holz, Ressourcen, die im rauen Klima Grönlands knapp waren. Vinland, die Reise nach Amerika. Der wohl spektakulärste Beweis für die Reichweite der Drakkare war die Entdeckung von Vinland, dem heutigen Neufundland in Kanada. Um das Jahr 1000 segelte Leif Erikson, Sohn von Erik dem Roten, mit einem Drakkar über den Atlantik. Archäologische Funde in L'Anse-aux-Meadows belegen, dass die Wikinger tatsächlich auf amerikanischem Boden waren, rund 500 Jahre vor Kolumbus. Das ist nur durch ihre Schiffe erklärbar.
Die Drakare verbanden Leichtigkeit und Stärke so perfekt, dass sie selbst den offenen Atlantik bewältigen konnten. Der Drakar als Symbol des Austauschs. Handel, Kolonisation und Entdeckungen zeigen eine andere Seite der Wikinger. Sie waren nicht nur Krieger, sondern auch Vernetzer der Welt. Ihre Schiffe brachten nicht nur Waren, sondern auch Ideen, Techniken aus dem Orient nach Skandinavien, christliche Missionare von Mitteleuropa nach Norden, Geschichten und Mythen, die sich entlang der Handelsrouten ausbreiteten. Ein Drakar war also nicht nur eine Kriegsmaschine, sondern auch ein Kulturträger. Stimmen der Forschung. Der norwegische Archäologe Arne Emil Christensen formulierte es so: Die Schiffe der Wikinger waren die Internetleitungen ihrer Zeit. Sie verbanden Menschen, Ideen und Kulturen auf eine Weise, die das Mittelalter tiefgreifend veränderte. Was wir heute über die Drakare wissen, verdanken wir nicht nur den Sagas, Chroniken und Legenden. Es sind vor allem archäologische Entdeckungen, die uns das Bild dieser Schiffe mit beeindruckender Klarheit vor Augen führen. Das Osebergschiff, ein königliches Grab, 1904 stießen norwegische Archäologen in einem Hügel bei Oseberg, südlich von Oslo, auf einen der spektakulärsten Funde der Wikingerzeit. Ein nahezu vollständig erhaltenes Schiff, das als Grabkammer für 2 hochrangige Frauen diente. Das Osebergschiff ist 21 Meter lang, reich verziert und mit kunstvollen Schnitzereien versehen. Drachen- und Schlangenornamente ziehen sich über Bug und Heck. Dieses Schiff war nicht für harte Atlantikfahrten gebaut, sondern für Repräsentation, ein Prunkschiff. Die Grabbeigaben, Schlitten, Wagen, Textilien, geschnitzte Tierköpfe zeigen die Macht und den Reichtum der Verstorbenen. Vermutlich handelte es sich um eine Königin oder Priesterin und ihre Gefährtin. Das Osebergschiff verrät uns zweierlei: die technische Perfektion der Schiffsbauer und die symbolische Bedeutung der Schiffe als Gefährten ins Jenseits. Das Gokstad-Schiff, ein Krieger der Meere. Etwa 50 Kilometer weiter südlich wurde 1880 ein weiteres Schiff entdeckt, das Gokstad-Schiff. Mit 23 Metern Länge und 5 Metern Breite ist es deutlich robuster als das Osebergschiff. Seine Form, der tiefe Kiel und die breite Bauweise machten es hochseetauglich. Experimente mit Nachbauten haben gezeigt, dass es Geschwindigkeiten von bis zu 12 bis 15 Knoten unter Segel erreichen konnte. Beeindruckend für ein Schiff des 9. Jahrhunderts. Das Gokstad-Schiff war ein echtes Kriegerfahrzeug, das Atlantikwellen trotzen konnte. Es diente als Grab eines reichen Mannes, vermutlich eines Jarls oder Anführers. Funde von Waffen, Spielbrettern und Jagdvögeln deuten auf einen hochrangigen Krieger und Politiker hin. Dieses Schiff beweist, dass die Wikinger nicht nur elegante, sondern auch extrem leistungsfähige Schiffe bauten. Die Roskilde-Funde. Vielfalt im Schiffbau. In Dänemark bei Roskilde wurden in den 1960er Jahren mehrere Wikingerschiffe geborgen, die absichtlich im Fjord versenkt worden waren. Sie dienten als Barriere gegen feindliche Flotten. Diese sogenannten Roskilde-Schiffe sind ein Schatz für die Forschung, weil sie die Bandbreite des Schiffbaus zeigen. Ein schlankes Langschiff für Kriegszüge. Ein breites Handelsschiff für schwere Ladung. Kleinere Küstenfahrzeuge für lokale Fahrten. Die Funde beweisen, dass die Wikinger ihre Schiffe je nach Zweck bauten, von schnellen Raids bis zu langen Handelsfahrten. Weitere bedeutende Funde. Neben diesen Hauptschätzen gibt es zahlreiche kleinere Entdeckungen. Teile von Schiffen in Haithabu, die den Alltagshandel belegen. Münzfunde und Werkzeuge, die zeigen, wie eng Handel und Schiffbau verbunden waren. Bildsteine von Gotland, die Schiffe mit Segeln und Drachenköpfen abbilden, ein visueller Beweis für ihre Symbolkraft. Die Rekonstruktionen Wissen zum Leben erweckt. In den letzten Jahrzehnten haben Forscher und Handwerker versucht, die Funde zum Leben zu erwecken. Schiffe wie der Sea Stallion of Glendalough, ein Nachbau des Skuldelef-Schiffs aus Roskilde, segelten von Dänemark bis nach Irland.
Solche Experimente zeigen eindrucksvoll, dass die Schiffe nicht nur theoretisch seetüchtig waren, sondern tatsächlich in der Lage, Ozeane zu überqueren. Sie geben uns ein Gefühl dafür, wie es war, auf dem Planken eines Drakkars über das Meer zu fahren, zwischen Angst, Stolz und Abenteuerlust. Symbolik der Schiffsgräber. Auffällig ist, dass viele dieser Schiffe als Gräber dienten. Das zeigt die tiefe Verbindung zwischen Schiff und Mensch. Ein Drakkar war nicht nur ein Werkzeug im Leben, sondern auch ein Gefährt in den Tod. Er brachte die Seele in die andere Welt, genauso wie er den Körper zu Lebzeiten über das Meer getragen hatte. Die prachtvollen Gräber von Oseberg und Gokstad verdeutlichen, dass Schiffe das ultimative Statussymbol waren. Wer in einem Drakkar beigesetzt wurde, zeigte damit, dass er oder sie zur Elite gehörte, zu den Herrschern, Priestern oder Helden. Archäologie als Brücke. Dank dieser Funde haben wir heute einen einzigartigen Einblick in die Welt der Wikinger. Sie sind nicht nur trockene Überreste, sondern lebendige Zeugnisse einer Kultur, die ihre größten Erfindungen mit ins Grab nahm. Jeder Nagel, jede Schnitzerei, jedes Stück Segel erzählt von einer Gesellschaft, die Technik und Symbolik meisterhaft verband. Heute, mehr als 1000 Jahre nach ihrer Entstehung, faszinieren die Drakkare die Welt noch immer. Sie sind Symbole einer Epoche, in der Mut, Handwerk und Seefahrt ganze Kontinente verbanden. Moderne Forschung und Rekonstruktionen, Museen in Oslo, Roskilde, Kopenhagen oder Schleswig ziehen jedes Jahr Hunderttausende Besucher an. Dort stehen die berühmten Originale, das Osebergschiff, das Gokstad-Schiff, die Roskilde-Funde. Doch die Faszination geht weit über Ausstellungen hinaus. Rekonstruktionen wie die Sea Stallion of Glendalough oder die Saga Oseberg wurden nicht nur gebaut, um in Hallen zu stehen, sondern um aufs Meer hinauszufahren. Sie haben bewiesen, dass die alten Baupläne tatsächlich seetüchtig waren, dass die Wikinger mit ihren Schiffen den Atlantik überqueren konnten. Wissenschaftler arbeiten interdisziplinär. Archäologen analysieren Holzreste und Metallnieten. Historiker vergleichen Chroniken. Ingenieure simulieren Strömungen und Belastungen. So entsteht ein immer klareres Bild davon, wie genial die Konstruktionen waren. Die Drakkare als kulturelles Erbe. Heute sind die Schiffe auch Symbole für Identität und Kultur. In Skandinavien gelten sie als Zeichen nationaler Wurzeln und maritimer Tradition. In der Popkultur erscheinen sie in Filmen, Serien und Videospielen. Mal romantisiert, mal brutal, aber immer mit einer Aura von Stärke und Abenteuer. Gleichzeitig erinnern sie uns daran, dass die Wikinger nicht nur Krieger waren. Ihre Schiffe erzählen von Handel, Vernetzung und kulturellem Austausch. Sie stehen für eine Welt, die im frühen Mittelalter weit vernetzter war, als wir lange glaubten. Zukunft der Forschung. Die Arbeit ist noch nicht abgeschlossen. Neue Grabungen in Nordeuropa könnten weitere Schiffe ans Licht bringen. Fortschritte in der Holzkonservierung und 3D-Scanning ermöglichen es, selbst kleinste Fragmente zu analysieren. Vielleicht werden künftige Generationen noch mehr über Bauweisen erfahren, die wir heute nur erahnen. Vielleicht wird ein neuer Fund das Bild der Wikingerflotten erneut verändern. Schlusswort. Der Drakkar war mehr als ein Schiff. Er war ein technisches Meisterwerk, ein Symbol der Macht, ein Werkzeug für Krieg, Handel und Entdeckung. Er trug Krieger nach Lindisfarne, Händler nach Bagdad und Entdecker nach Nordamerika. Er verband Fjorde mit Flüssen, Dörfer mit Metropolen, Kulturen mit Kulturen. Noch heute beeindruckt uns seine Eleganz, die schlanken Linien, die präzisen Fugen, die kühnen Segel. Er erinnert uns daran, dass selbst in den sogenannten dunklen Jahrhunderten Licht, Innovation und Kreativität existierten. Wenn wir also auf die geschnitzten Drachenköpfe blicken, die einst über den Bug ragten, sehen wir nicht nur Symbole des Schreckens. Wir sehen Monumente menschlicher Vorstellungskraft,
Zeugnisse eines Volkes, das das Meer nicht fürchtete, sondern es meisterte. Die Wikinger nannten ihre Schiffe oft liebevoll Skeit oder Langskip. Für uns aber bleibt ein anderes Wort: Draka. Ein Name, der noch heute wie Donner klingt und uns an eine Zeit erinnert, in der Holz, Eisen und Mut die Welt veränderten.